Stell dir mal vor, du stehst so im Museum vor einem Gemälde. Mhm. Also im Grunde stehst du ja einfach vor einem Stück Stoff, das ist völlig flach, vielleicht, einen halben Millimeter dick. Richtig, ja. Ein ganz simples Gewebe aus Leinwand, das einfach straff über einen Holzrahmen gespannt ist. Flach, zweidimensional. Genau. Und trotzdem meldet dein Gehirn sofort und ohne das geringste Zögern, hey, Vorsicht, da geht es meilenweit in die Tiefe. Ja, das ist echt faszinierend. Total. Wir sprechen heute in unserer Analyse nämlich über eine der raffiniertesten optischen und neurologischen Manipulationen der Menschheitsgeschichte. Ein großes Wort, aber stimmt. Ja, oder wie genau zwingt ein Maler eigentlich unser Gehirn dazu, Raum und Luft und Distanz zu sehen, wo ja physisch absolut gar nichts davon existiert? Wir nehmen heute mal die Mechanik der Landschaftsmalerei komplett auseinander. Sehr gut. Wir blicken da wirklich auf den Bauplan einer visuellen Illusion anhand einer fantastischen bildnerischen Meisterklasse, die uns vorliegt. Genau. Und der Schlüssel zu dieser ganzen Illusion liegt eben in der Erkenntnis, dass Tiefe in der Malerei nicht einfach, gezeichnet wird, Okay. sondern sie wird durch extrem präzise atmosphärische Bedingungen konstruiert. Also wir sehen hier in dem Material den Prozess vom ersten Himmelsstrich bis hinunter zum Horizont. Mhm. Und man muss dazu sagen, das Fundament der Leinwand ist schon da, die sogenannte Grisaille. Also diese reine Graumalerei, richtig? Ja, genau. Die existiert bereits, das tonale Grundgerüst, also wo ist es absolut hell, wo ist es maximal dunkel, das steht schon. Die Architektur des Bildes ist fest verankert. Aber eine Architektur ohne Atmosphäre, das ist ja quasi wie ein leeres Haus, sage ich mal. Ja, das muss atmen. Exakt. Und genau hier setzt der Prozess an. Die Künstlerin beginnt nämlich mit dem Himmel. Und sie nimmt dafür eine, wie ich finde, sehr spezifische, stark verdüngte Mischung. Mhm, ja. Also Ultramarinblau, dann ein warmes Weiß und, das fand ich krass, eine kleine Menge Umbra Natur. Ja, ein sehr erdiger Ton. Genau, so leicht grünlich-braun. Diese Mischung trägt sie dann von oben nach unten auf die Leinwand auf. Die Intensität des Blaus nimmt dabei nach unten hin ab, bis wir am Horizont so eine fast ausgewaschene, viel hellere Zone haben. Und dieser Verlauf, das ist jetzt nicht einfach nur so die Nachahmung eines blauen Himmels, weißt du? Nicht? Nein, das ist die allererste, wirklich fundamentale Konstruktion von Tiefe im gesamten Bild. Wenn wir uns die Farbe mal genauer ansehen, Ultramarinblau, direkt aus der Tube, das ist extrem dominant. Ja, das knallt richtig. Fast schon aggressiv synthetisch in dieser Sättigung. Das warme Weiß und eben, wie du sagtest, vor allem das Umbra-Natur, die sind entscheidend. Warum genau? Weil sie dem Blau diese giftige Sättigung nehmen. Sie brechen die Farbe, sagt man da. Das Erdige von der Umbra verankert dieses Himmelsblau sofort in der Realität der Landschaft. Ah, okay. Die Künstlerin etabliert hier also noch überhaupt keine konkreten Formen. Da sind keine Wolken, keine Vögel. Einfach nur Raum. Genau, sie erschafft ein reines, schwingendes Farbfeld. Das baut den Raum auf, bevor überhaupt irgendwer die Bühne betritt. Ja, schöner Vergleich. Mich hat das total an einen Lichttechniker im Theater erinnert, weißt du? Bevor die Schauspieler auf die Bühne kommen, wird die Szenerie ja erstmal ausgeleuchtet. Mhm. Die Scheinwerfer werfen so ein Grundlicht, die Atmosphäre wabert schon mal durch den Raum. Und wenn die Schauspieler dann auftreten, dann stehen die nicht in so einem schwarzen Nichts. Sondern in einer fertigen Welt, ja. Genau. Der Himmel in der Landschaftsmalerei ist also eigentlich gar kein Hintergrund, der da nur passiv hinter den Bäumen rumhängt. Er ist der Raumgeber. Absolut. Er diktiert das atmosphärische Volumen für alles, was danach kommt. Ohne dieses Himmelsgewölbe fallen dir später alle anderen Elemente im Bild optisch total entgegen. Sie wirken dann flach. Exakt. Und diese Etablierung des Volumens sehen wir dann direkt im nächsten logischen Schritt, nämlich der Geburt der Wolkenmassen. Oh ja, da passiert was Spannendes. Man sieht erst sehr weiche, fast diffuse Wolkenformen, die sich diesem blauen Farbfeld noch völlig unterordnen. Ja, die verschmelzen richtig mit dem Himmel. Aber dann, und hier greift sie ein, um diesem diffusen Formen irgendwie Masse und Gewicht zu geben, nimmt sie verdünntes Paingrau. Mhm. Also um die Schattenmassen der Wolken zu definieren. Sie nimmt Paingrau und eben kein reines Schwarz. Und das ist der entscheidende Hebel. Weil ein schwarzes Loch im Bild entstehen würde. Ja, ein reines Elfenbeinschwarz aus der Tube würde die farbliche Harmonie sofort komplett zerstören. Das würde wie ein Fremdkörper wirken. Aber
Paingrau ist chromatisch, oder? Genau, das ist ein chromatisch dunkler Ton, der hat einen starken bläulichen Unterton. Das Paingrau hält quasi Händchen mit dem Ultramarinblau des Himmels. Ach, das ist ja ein schönes Bild. Die Verwandtschaft der Farben bleibt also bestehen. Was sich aber drastisch ändert, ist der Tonwertumfang. Das Bild wird dunkler. Es wird massiv in die Dunkelheit erweitert, ja. In dem Moment verliert der Himmel diese gleichmäßige, flache Oberfläche. Er organisiert sich plötzlich in riesige, dreidimensionale Massen. Wow. Die Tiefe der Wolke erreichst du nicht, indem du sie penibel an den Rändern zeichnest. Sie entsteht einzig und allein dadurch, dass man Licht und Schatten richtig organisiert und diese Schatten farblich in diesem Ökosystem verankert. Okay, aber warte mal kurz. Genau an diesem Punkt im Quellenmaterial passiert etwas, das fand ich auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, völlig kontraproduktiv. Oh, die Lasur. Ja. Sie hat da gerade diese wunderschönen dreidimensionalen Schattenmassen etabliert, ne? Und dann nimmt sie eine extrem stark verdünnte Lasur aus Ultramarinblau und klatscht die transparent einfach komplett über den ganzen Himmel und die Wolken. Ja. Riskieren wir da nicht, dass das ganze Bild völlig matschig und unscharf wird? Ich meine, wenn alles in derselben blauen Lasur ertrinkt, wo bleibt da der Anker? Das ist genau die Sorge, die viele Anfänger haben. Deswegen trauen die sich oft nicht an Lasuren heran. Ja, verständlich, oder? Schon. Aber wir müssen uns ansehen, was eine Lasur eigentlich physikalisch macht. Es ist ja nicht einfach mehr Farbe, die alles zudeckt. Sondern? Es ist ein extrem transparentes Medium mit minimalem Pigmentanteil. Wenn das Licht jetzt auf das Gemälde trifft, durchdringt es diese Lasur, trifft auf die hellen und dunklen Schichten darunter und wird erst dann zurück zum Auge reflektiert. Ah, wie so ein Filter. Ganz genau. Die Lasur wirkt wie ein optischer Filter. Sie modifiziert die Informationen darunter, aber sie vernichtet sie nicht. Okay. Die hellen Wolken, die dunklen Schatten, alles wird plötzlich in so eine gemeinsame atmosphärische Klammer gezwungen. Das ist wie, weißt du, wie wenn man in der Musik so einen tiefen, anhaltenden Basston unter einen ganzen Song legt. Schöner Vergleich. Ja? Die Melodie darüber bleibt komplett erkennbar, aber sie hat plötzlich eine gemeinsame Erdung. Alles teilt sich diese eine blaue Resonanz. Genau so ist es. Und das Spannende ist, nachdem diese Lasur dann getrocknet ist, trägt sie nochmal Paingrau auf. Stimmt. Die dunklen Formen treten nun dramatisch gegen dieses durch die Lasur modifizierte Blau hervor. Und das ist der Moment, wo die sogenannte Hierarchie der Kanten etabliert wird. Hierarchie der Kanten? Ja, manche Ränder der Wolken lässt sie ganz gezielt und messerscharf stehen. Und andere Ränder lässt sie ganz weich in die Lasur verschwimmen. Ah, weil unser Auge in der echten Welt ja auch gar nicht alles gleichzeitig scharf sehen kann. Richtig. Exakt. Die Fovea, also der Bereich des schärfsten Sehens in unserem Auge, ist winzig klein. Wir fokussieren immer nur einen kleinen Punkt. Alles in der Peripherie ist weich. Okay. Wenn ein Maler jetzt eine Wolke rundherum mit harten Kanten versieht, zwingt er das Auge, überall gleichzeitig zu fokussieren. Das klingt anstrengend. Das strengt enorm an. Es überfordert den Betrachter und es macht das Objekt flach wie ein Aufkleber. Krass, ja, das macht total Sinn. Durch diese Hierarchie der Kanten zwingt uns die Malerin also dorthin zu schauen, wo der Kontrast am härtesten ist. Dort entsteht der Fokus. Und die weichen Kanten? Die lassen das Auge ausruhen, die suggerieren Bewegung. Das ist wirklich eine meisterhafte Lenkung des Blicks. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, der mich persönlich echt am meisten fasziniert hat. Das Licht. Ja, das Licht. Weil das die Physik des Lichts einfach so perfekt auf die Leinwand übersetzt. Wir denken bei beleuchteten Wolken ja immer sofort an Weiß, oder? Klassische Anfängerfehler. Genau, man nimmt einen fetten Klecks Titanweiß und ballert ihn auf die hellste Stelle. Aber das Material zeigt ganz deutlich, Licht in der Malerei ist nicht einfach nur Helligkeit, Licht hat eine Temperatur. Ein ganz fundamentaler Wendepunkt im Aufbau. Wenn wir Licht nämlich nur über die pure Helligkeit von Weiß definieren, dann sieht das Bild extrem schnell kalkig und leblos aus. Die Künstlerin beginnt die Lichtpartien der Wolken deshalb mit einem warmen Weiß. Das war eine Mischung aus Titanweiß und Ocker, oder? Genau. Der Ocker bricht diese synthetische Kälte des Weiß und imitiert die warme Qualität des direkten Sonnenlichts. Okay. Aber die wahre Meisterschaft, die kommt im nächsten Schritt. In diese noch feuchten, warmweißen Lichtbereiche legt sie hauchdünne Lasuren aus Orange und Flieder. Ja, Orange und Flieder in einer weißen Wolke. Ich dachte erst, was passiert hier? Das bricht ja mit allem, was uns das kindliche Malbuch so beibringt. Ja, absolut. Aber physikalisch ist das unanfechtbar. Das Orange bringt so eine glühende Wärme ins Zentrum des Lichts. Das ist quasi das direkte Sonnenlicht. Richtig, das voll auf die Wassertröpfchen knallt.
Und das kühle, helle Violett, also das Flieder, das fängt dann das Streulicht des blauen Himmels ein. Exakt. In den Rissen dieser Wolke wird das Himmelsblau reflektiert und mischt sich mit dem weißen Licht zu diesem Fliederton. Warme und kalte Temperaturen existieren da einfach harmonisch nebeneinander. Und dadurch modelliert das Weiß den Raum aktiv gegen das Blau. Die Wolke ist jetzt keine Fläche mehr, sie ist eine leuchtende Masse. Und wir haben jetzt eine perfekte, 5-stufige Skala der Wahrnehmung aufgebaut. Okay, welche Stufen? Pass auf, wir haben den tiefsten Schatten aus Payne-Grau. Dann den Halbton, wo der Schatten ins Licht übergeht. Dann die atmosphärische Farbe, also Orange und Flieder. Dann das breite, warme Licht. Und ganz am Ende steht die maximale Klarheit. Also dieser winzige, rein weiße Spitzenglanz. Genau. Diese Kette von Entscheidungen erschafft das Volumen. Die Luft da oben flirrt jetzt förmlich. Aber dieses gigantische Volumen da im oberen Teil der Leinwand, das braucht ja auch irgendwie einen Anker, ne? Ja, eine Grenze. Genau, wo diese Unendlichkeit auf die physische Welt trifft. Der Blick wandert also nach unten zur Horizontlinie. Zur Baumreihe. Und da ist es mega faszinierend, wie sich mit dem Objekt auch sofort das Werkzeug ändert. Die Malerin greift plötzlich zu so einem flachen Borstenpinsel und einer Mischung aus Chromgrün und unserer vertrauten Umbra-Natur. Ja, und dieser Wechsel von einem feinen Pinsel zu einem rauen Borstenpinsel, das ist jetzt nicht einfach nur, weil es bequemer ist. Nein. Das ist eine kompositorische Notwendigkeit. Dieser Borstenpinsel ist widerspenstig. Die harten Haare, die spreizen sich, die hinterlassen ganz viele kleine, unregelmäßige Abdrücke auf der Leinwand. Und das bricht die Farbe auf. Genau, diese Textur suggeriert unserem Gehirn sofort das Vorhandensein tausender einzelner Blätter. Ohne dass sie auch nur ein einziges Blatt wirklich gemalt hat. Exakt. Das Werkzeug löst das Problem der Detailflut. Echter Realismus bedeutet also im Grunde gar nicht, jeden Zweig botanisch korrekt abzumalen. Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet zu entscheiden, welche minimalen visuellen Informationen mein Gehirn eigentlich braucht, um die Lücke dann selbst zu schließen. Eine Ökonomie des Details. Ja, sehr treffend. Sie baut dann Lichter in diese Baumreihe ein, also Chromgrün, etwas Cadmiumgelb für den richtigen Punch, dann Lichterocker und dann, und das ist wichtig, setzt sie winzige, dunkle Akzente mit unserem Painsgrau. Aber eben wirklich nur als winzige Akzente. Genau. Die scheinen noch durch das neue Grün hindurch. Die bilden also die tiefen Schatten der Bäume. Ja. Und die sparsam gesetzten Payne-Grau-Akzente, die wirken wie kleine schwarze Löcher. Wie ganz tiefe, unergründliche Schatten zwischen den Ästen. Würde sie jetzt die gesamte Baumreihe einfach mit Payne-Grau abdunkeln, um sie gegen den Himmel abzuheben? Dann hätte sie so einen massiven schwarzen Balken dastehen. Richtig. Die Illusion der Tiefe wäre sofort zerstört. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ja. Das ist wie das visuelle Äquivalent zu akustischem Rauschen. Wie meinst du das? Naja, wenn jeder einzelne Pinselstrich maximale Sättigung und maximalen Kontrast hätte, dann wäre das reines weißes Rauschen für die Augen. Alles würde schreien. Und wenn alles schreit, hörst du eigentlich gar nichts mehr. Ah ja. Die Lautstärke verliert ihre Bedeutung. Genau. Damit dieses Cadmiumgelb in den Bäumen wirklich strahlen kann, muss das Painsgrau extrem isoliert und gezielt eingesetzt werden. Die Akzente müssen sparsam sein, damit sie laut sind. Vollkommen richtig. Und diese Erkenntnis führt uns dann unweigerlich zur endgültigen Auflösung dieses Gemäldes. Zur Meisterschaft über die atmosphärische Perspektive. Also die Weide ganz hinten, vor den Bäumen. Ja, das visuelle Ökosystem muss ja komplettiert werden. Da wird ihre Arbeit ja fast schon minimalistisch. Sie benutzt wieder den Borstenpinsel, so ein gelblich-grün, aber sie erzeugt nur noch ganz weiche, fast schon schüchterne Texturen. Der Kontrast ist da drastisch reduziert hier. Keine schwarzen Schatten mehr, keine knalligen Lichter, alles ist gekappt. Prinzip, das du dir hier merken musst, ist ganz einfach. Je weiter ein Objekt von dir entfernt ist, desto weniger visuelle Information erreicht dein Auge. Weil da ja hunderte Meter Luft dazwischen liegen. Und diese Luft ist niemals leer. Stimmt, da ist Staub drin, Feuchtigkeit, Pollen. Winzige Partikel, an denen sich das Licht bricht. Die Atmosphäre funktioniert wie ein gigantischer physischer Filter. Und der Filter schluckt den Kontrast. Er schluckt den Kontrast, er schluckt die Schärfe der Ränder, die chromatische Intensität der Farbe und auch die Textur. Wenn du Distanz malen willst, darfst du Dinge nicht einfach nur kleiner zeichnen. Weil sie sonst aussehen wie Bonsai-Bäumchen, die vor deiner Nase schweben. Ganz genau. Echte Distanz entsteht, indem man Dinge visuell verschwinden lässt. Wow.
Das Gemälde funktioniert jetzt echt als ein einziges in sich logisches Ökosystem. Der Himmel gibt Weite, die Bäume geben Struktur, das Feld gibt Atmosphäre, alles kommuniziert miteinander. Es ist eine lückenlose Kausalkette der Beobachtung. Wahnsinn. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was ist so die finale Schlussfolgerung aus dieser Konstruktion von Tiefe? Die wichtigste Lektion ist, das Geheimnis liegt in der Disziplin der Reihenfolge. Tiefe entsteht nie durch das panische Hinzufügen von Details. Sondern? Es ist Architektur. Erst Struktur durch Grisalier, dann Raum durch den Himmel, dann Massen definieren, dann Ränder kontrollieren und ganz zum Schluss erst die winzigen Kontraste setzen. Und wenn das klappt, dann fühlst du die Entfernung einfach in der Magengrube. Die flache Leinwand atmet plötzlich Raum. Weil dein Gehirn aufhört, Farbe zu sehen. Es sieht nur noch Naturgesetze. Ein perfektes Schlusswort. Aber bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir noch einen kleinen Gedanken mitgeben. Wenn du das nächste Mal durch den Wald gehst oder im Museum vor einem Bild stehst, dreh deine Frage mal um. Frag dich nicht, was alles an Informationen da ist. Zähle keine Bäume. Frag dich stattdessen, was wurde hier vom Gehirn oder vom Künstler absichtlich weggelassen, damit ich diesen Raum überhaupt erfassen kann. Sehr guter Punkt. Mach dir mal bewusst, oft sind es gar nicht die Details, die die Realität ausmachen. Es ist das kalkulierte Fehlen von Informationen. Die Stille zwischen den Noten macht die Musik. Der fehlende Kontrast macht die Tiefe. So ist es. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal.